Und jetzt das Heute-Journal. Der letzte Weg des Alexei Nawalny wurde zu einem Protestzug. Guten Abend. In gewisser Weise hat Alexei Nawalny heute zum letzten Mal eine Demonstration angeführt, so wie er das zu Lebzeiten oft getan hat. Im Tod hat er noch einmal gezeigt, welches politische Potenzial er hatte. Weshalb er ja auch sterben musste. Dass sich zu seiner Beerdigung in Moskau immerhin mehrere tausend Menschen wagten, war für viele Beobachter überraschend. Die sich trauten mit dem Mut der Verzweiflung, sendeten so auch ein Signal nach außen: Es gibt uns noch, vergesst uns nicht. Sebastian Ehm berichtet. Alexei Nawalnys Eltern Ludmila und Anatoli vor dem Sarg ihres Sohnes. 20 Minuten nur darf der Gottesdienst dauern. Die Putin-nahe Kirchenführung hatte angeordnet, die Trauerfeier so kurz wie möglich zu halten. Doch alle Versuche des Kreml, die Beerdigung möglichst schnell und geräuschlos über die Bühne zu bringen, scheitern schon am Mittag. Trotz massiven Polizeiaufgebots. Immer mehr Menschen kommen, um Russlands bekanntestem Oppositionellen die letzte Ehre zu erweisen. Es sind Tausende. Wir sind gekommen, weil wir das Volk sind und kein zitterndes Rindvieh. Das ist die Hauptsache. Ich habe keine Angst vor irgendetwas. Es gibt nichts, was mir Angst macht. Er hatte keine Angst und wir brauchen auch keine Angst zu haben. Nawalny war ein Vorbild für uns. Er hat uns gezeigt, dass wir keine Angst haben müssen, selbst wenn man hinter Gittern landet. Es passieren schlimme Sachen im Moment. Die Kampfhandlungen. Und hier in Russland werden die Menschen unterdrückt. Die da oben wollen, dass die Menschen Angst haben, verstummen und nicht protestieren. Als der Sarg aus der Kirche getragen wird, beginnen die Menschen zu applaudieren und dann seinen Namen zu rufen. Es bricht förmlich aus der Menge heraus. Ein Moment, mit dem kaum einer gerechnet hat. Es sind Szenen, wie man sie in Moskau lange nicht gesehen hat. Sie fordern lautstark ein Ende des Krieges, den man hier eigentlich Spezialoperation nennen muss. Und dann nennen einige Mutige den Präsidenten Wladimir Putin sogar einen Mörder. Wohl wissend, dass der Geheimdienst anwesend ist und mitfilmt. Die Polizei schreitet nicht ein. Auch in den Abendstunden warten noch Hunderte vor dem Friedhof auf Einlass. Die Sicherheitskräfte lassen nur kleine Gruppen zum Grab. Sein Glaube an uns, sein Optimismus gaben uns Energie. Er ist der Mann, der uns die Hoffnung gegeben hat, dass Russland ein glücklicheres Land sein könnte. Alexei Nawalnys Beerdigung war heute der Anlass für viele tausend Russen, ihren Unmut zu äußern. Mit Putin und dem Krieg in der Ukraine. Mit Alexei Nawalny verliert die russische Opposition ihren charismatischsten Anführer. Armin Körper in Moskau, das war jetzt schon unerwartet, dass so viele Menschen kamen, also dass so viele so mutig waren. Ja, ich hätte offen gestanden gestern Abend nicht für möglich gehalten, dass ich heute auf den Straßen von Moskau Trauer und Trotz sehe, dass ich Menschen sehe, die skandieren: Wir werden nicht vergeben. Das haben die Herren im Kreml hinter mir vermutlich auch nicht erwartet. Die haben die Zeitungen, die Medien angewiesen, überhaupt nicht über Nawalny zu berichten. Das tun die auch heute Abend nicht. Und die haben die Sicherheitskräfte angewiesen, genau das, was da passiert ist, zu verhindern. Am Ende dieses Tages höre ich von etwa 128 Festnahmen im ganzen Land. Das ist relativ wenig. Was da schiefgegangen ist und was die Konsequenz daraus ist, ich denke, das hören wir in den nächsten Tagen. Das ist auf jeden Fall von vielen mutig gewesen. Aber es ist natürlich auch nicht so, als habe sich jetzt das halbe Land erhoben oder als sei ganz Moskau auf den Beinen gewesen.
Genau, man muss diese Bilder von heute natürlich in Relation zur Größe dieses riesigen Landes sehen und man darf sie nicht überinterpretieren. Das war sehr mutig, den Menschen drohen drakonische Strafen. Gleichzeitig, das war der erste Protest dieser Art seit vielen Jahren. Man muss aber dabei immer wieder wissen und in Betracht ziehen, die gesamte russische Opposition ist entweder tot, hinter Gittern oder im Ausland. Und der Kreml wird vermutlich alles tun, damit das genau so bleibt. Bitte. Armin Körper, danke nach Moskau. Nawalny war für Putin nicht nur ein politischer Konkurrent. Was Putin wohl noch mehr fürchtete, waren die Korruptionsenthüllungen, die Nawalny betrieb. Besonders erzürnte ihn der Film Ein Schloss für Putin, den Sie mit deutschen Untertiteln leicht im Netz finden. Und da kann man nicht nur sehen, wie bizarr Putin lebt, sondern vor allem lernen, wie er so unfassbar reich wurde. Putin ist aktuell aber nicht nur damit beschäftigt, jede Opposition zu begraben, sondern kümmert sich natürlich auch weiter intensiv um das, was in anderen Ländern vor sich geht. Dass es in Deutschland auch innerhalb der Bundesregierung unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, wie weit man in der Unterstützung der Ukraine gehen soll, das weiß er natürlich genau. Und dazu passt die Meldung, dass die Russen offenbar ein Gespräch zwischen hochrangigen Bundeswehroffizieren abgehört haben, in dem diese sich über die Verwendungsmöglichkeiten der Taurus-Marschflugkörper unterhielten. Putins Propagandisten schlachten das auch bereits in russischen Medien aus. Diana Zimmermann in Berlin, was genau ist da los? Ja, das ist ein Leak ziemlich erheblichen Ausmaßes, muss man sagen. Es geht um 37 Minuten eines Tondokuments, in dem sich 4 deutsche hochrangige Offiziere vor allem ganz überwiegend über die Taurus-Marschflugkörper unterhalten. Und das ist ein Dokument, das an Russia Today geleakt wurde von jemandem, wir wissen nicht von wem. Und Russia Today hat es ausgerechnet heute am Tag der Beerdigung von Nawalny gepostet. Diese 4 Offiziere unterhalten sich über die Taurus-Marschflugkörper, darüber, wie viele von ihnen in Deutschland vorrätig sind, wie viele geliefert werden könnten, wie es mit Nachschub aussieht, mit der Ausbildung, mit der Zieldatenermittlung, mit den Zielen, wie viele man bräuchte, um welche Ziele zu zerstören. Es sind also relativ konkrete Diskussionen darüber, ob und wie Deutschland diese Waffe, von der Olaf Scholz sagt, dass er sie nicht liefern möchte, liefern könnte, ohne dass deutsche Soldaten direkt daran beteiligt wären. Das muss man unterstreichen. Es geht also immer wieder darum zu sagen, was können wir tun, damit Deutsche das nicht programmieren müssen, damit deutsche Soldaten nicht in der Ukraine vor Ort sein müssen. Das Ganze ist ein wirklich erhebliches Leak und stellt natürlich eine Sicherheitslücke dar, die für die Bundesregierung ausgesprochen peinlich ist. Wie reagiert man denn in Berlin darauf, falls überhaupt schon reagiert wird? Also, wir müssen ganz klar sagen, wir wissen nicht genau, ob dieses Dokument echt ist. Allerdings, wenn man es sich anhört, dann sind da Details drin und Überlegungen und Gesprächsfetzen, die man sich nur schwer ausdenken kann. Aus der Bundeswehr haben wir auch gehört, dass man dort das Dokument für echt hält. Und das Bundesverteidigungsministerium hat heute Abend gesagt, man prüfe, ob Gespräche abgehört worden seien. Und der militärische Abschirmdienst habe erforderliche Maßnahmen ergriffen. Das klingt durchaus nicht nach einem Dementi. Ob jetzt aus dieser Runde der Teilnehmenden geleakt wurde, es waren 4 Offiziere, die aktiv am Gespräch beteiligt waren, aber es waren wohl noch mehr in der Runde, oder ob das interne Kommunikationsnetzwerk der Bundeswehr und des Verteidigungsministeriums gehackt wurde. In jedem Fall ist das natürlich wirklich ein ziemlich erstaunlicher Vorgang und er stellt die Bundeswehr sowohl durch die Tatsache, dass es dieses Leak gab, als auch durch die Inhalte, die durch zum Beispiel auch über die britischen Soldaten in der Ukraine erwähnt werden, in ein ausgesprochen schlechtes Licht. Dankeschön erstmal, Diana, für diese schnellen Informationen aus Berlin. Dass das russische Regime auf den Schultern seiner Geheimdienste steht und dabei auch in großem Stil wirtschaftskriminelle Machenschaften betreibt, ist kein neuer Vorwurf. Aber dass selbst der größte Wirtschaftskrimi der deutschen Geschichte, der Wirecard-Skandal, mit dem russischen Geheimdienst verbandelt ist, das wäre dann doch eine neue Erkenntnis und schlicht gesagt ein ziemlicher Hammer. Im Mittelpunkt der ominöse Jan Marschalek, der im Vorstand von Wirecard saß und untertauchte, als der Milliardenbetrug aufflog. Dass Marschalek noch nach Russland floh, das wusste man. Aber wo und wie er dort unterwegs ist und welche Rolle der russische Staat dabei spielt,
Das bringen jetzt erstmals gemeinsame Recherchen von ZDF Frontal, Spiegel und weiteren Medien ans Tageslicht. Christian Rode und Ulrich Stoll berichten. Ex-Wirecard-Chef Jan Marschalek mit langem Bart auf dem Roten Platz in Moskau. Der Österreicher nutzte seit Herbst 2020 einen verfälschten russischen Pass, Deckname Konstantin Bajasow. Das belegen Recherchen von ZDF Frontal, der russischen Investigativplattform The Insider, Standard und Spiegel. Es ist undenkbar, dass das auf dem kleinen Dienstweg geschieht. Und wenn man sowas tun will, dann braucht man die aktive Unterstützung des Sicherheitsapparats. Dem Rechercheteam liegt die Passakte von Konstantin Bajasow vor. Geboren ist der am 24.11.1981. Doch die Akte wurde manipuliert, ein Foto von Jan Marschalek eingefügt. Lipezk, rund 400 Kilometer südwestlich von Moskau. In einer kleinen Kapelle feiern Gläubige den Beginn der Fastenzeit. Der echte Konstantin Bajasow ist ein orthodoxer Priester. Ihn hier anzusprechen, scheint uns gefährlich. Marschaleks Doppelgänger wirkt allerdings wenig überrascht, als wir ihn aus Deutschland anrufen. Ist Ihnen der Geschäftsmann Jan Marschalek bekannt? Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie als Journalist begreifen müssen, dass wir nicht mit Ihnen reden können. Die Recherchen zeigen auch, Marschalek hatte schon vor seiner Flucht hervorragende Kontakte in den russischen Sicherheitsapparat, zum Beispiel in Libyen zur Söldnerfirma RSB. Befreundet war und ist er mit Stanislaw Petlinski. Der Russe pflegt Kontakte zum Militärgeheimdienst GRU. Mit Petlinski reiste Marschalek 2017 nach Palmyra ins syrische Bürgerkriegsgebiet. Fotos belegen das. Es vermittelt den Eindruck, dass es sich um eine breit angelegte russische Nachrichtendienstoperation handelt. Ich sehe darin eine Kombination aus Wirtschaftskrimi und Spionageskandal. Hat Marschalek Wirecard in russische Geheimdienstaktivitäten eingespannt? Der einstige DAX-Konzern wickelte auch Zahlungen für Behörden ab. Das Bundeskriminalamt war Kunde. V-Leute wurden über Wirecard bezahlt. Sicherheitspolitiker fordern Aufklärung. Weil das eine so relevante Sicherheitsfrage für andere DAX-Unternehmen, für die deutsche Wirtschaft, für die deutsche Politik ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man mit einem Sonderermittler jetzt in diesem konkreten Fall versucht, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Derweil ist Jan Marschalek weiter auf der Flucht, unter falscher Identität und unerreichbar für deutsche Fahnder. Mehr zu der ganzen Wirecard-Story, die ja auf vielen Ebenen hochbrisant ist, finden Sie online auf ZDF heute. Der Wirecard-Skandal war auch ein Lehrstück darüber, wie sich Politiker, Aufsichtsbehörden und sogar Wirtschaftsprüfer blenden ließen. Die Wirecard-Leute wurden ja regelrecht hofiert. Der vermeintliche Finanzkonzern war im wahrsten Sinne des Wortes Hot Shit und brachte auch den damals verantwortlichen Bundesfinanzminister und heutigen Bundeskanzler in Erklärungsnöte. Der war heute bei jenem Teil der deutschen Wirtschaft zu Gast, der vielleicht weniger glamourös, dafür aber seriös ist, dem deutschen Handwerk. Auf der Internationalen Handwerksmesse in München traf sich Olaf Scholz mit den großen Wirtschaftsverbänden, aber auch mit einzelnen Unternehmern. Alexander Puhl und Peter Aumeier berichten. Auf diesen Tag hat sich Berkay Bayer seit Wochen vorbereitet. Nur wenige Unternehmen wird der Bundeskanzler später persönlich besuchen. Seins ist eines davon. Ein paar Tage zuvor in seiner Firma in Niedersachsen. Die Soltec GmbH stellt Solardachziegel her. Sie sind Wärme- und Stromlieferant in einem. Innovation made in Germany. Aber wie lange noch? Den Konkurrenzdruck aus China bekommen wir ja schon direkt mit, weil die Kunden vergleichen immer unsere Solardachziegel mit chinesischen Billigprodukten. Und da haben wir natürlich sehr stark mit zu kämpfen. Berkay Bayer kämpft nicht allein. Die deutsche Wirtschaft kommt kaum vom Fleck. So fällt das erwartete Wachstum in diesem Jahr mit nur 0,2% denkbar gering aus. Deutsche Firmen drohen im internationalen Wettbewerb weiter zurückzufallen. Wir haben hohe Steuern, die anderen Staaten haben ihre Unternehmenssteuern gesenkt, wir nicht. Wir haben eine Verknappung von Arbeitskräften und wir haben eben sehr hohe Kosten durch Bürokratie, durch langsame Genehmigungsverfahren. Also wir haben unsere Position verschlechtert gegenüber den anderen. Schon vor dem Gespräch mit dem Kanzler war die Ungeduld bei den Spitzenvertretern der deutschen Wirtschaft mit Händen zu greifen. Eine Ungeduld, die sich über Monate aufgebaut hat und sich manifestiert in Sätzen wie diesen. Die Maßnahmen, die bisher auf dem Tisch liegen, reichen nicht aus. Die Lage ist ernst, der deutschen Wirtschaft geht es schlecht.
Und wir erwarten uns heute von dem Bundeskanzler Antworten. Die hatten sie vorsorglich gleich selbst formuliert. 10 Punkte irgendwo zwischen Forderung und Ultimatum. Neben konkurrenzfähigen Strompreisen brauche es mehr Investitionen in Infrastruktur und eine Steuerbelastung von maximal 25%. Der Kanzler nimmt den Federhandschuh auf. Pikiert weist Olaf Scholz Forderungen und Bedenken der Wirtschaftslenker zurück. Wir haben viele Wünsche nach Steuersenkung, haben in der letzten Zeit viele zusätzliche gemacht. Aber das ist auch eine Rahmenbedingung. Alle wollen, dass wir 2% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben. Da sind schon viele Aufgaben auf einmal zu bewältigen. Und ich bewundere alle, die sagen, das ist alles von selbst getan. Ist es nicht. Bei den Wirtschaftsvertretern bleibt heute ein Gefühl von Frust und Enttäuschung. Wir wollten konstruktiv sein, wir wollten konkret sein, denn die Wirtschaft in Deutschland braucht jetzt ganz konkrete Verbesserungen. Und dazu haben wir, hart gesagt, nur Dinge gehört, die wir schon kannten. Berkan Bayer trifft am Ende den Bundeskanzler. 8 Minuten nimmt sich Olaf Scholz. Die Arbeit mit dem Akkuschrauber recht holprig. So wie der ganze Vormittag beim Spitzengespräch in München. Ja, und dann schauen wir noch an die Börse. Das ist nämlich interessant, Sina Meinitz. Da fällt einem auf. Also eigentlich sind alle unzufrieden, haben wir eben gehört. Nur dem DAX, dem scheint super zu gehen. Wie erklärt sich das denn? Also zum Glück hat der DAX aktuell mehrere Standbeine und das macht die Börse derzeit so krisenfest, trotz kräftigem Gegenwind. Am Frankfurter Parkett herrscht gerade die erfolgreichste Serie seit dem Jahr 2015. Der DAX beendet den Handel wieder im Plus bei einem Stand von 17.735 Punkten. Das ist der 7. Tag in Folge im Verlauf ein Rekordhoch. Seit Jahresbeginn verbucht das Börsenbarometer damit ein Plus von fast 6%. Der DAX profitiert davon, dass die 40 Konzerne einen Großteil ihres Geschäfts im Ausland machen. Außerdem gibt die Inflation weiter nach und das wiederum steigert dann die Aussicht auf fallende Zinsen. Sie verbilligen Kredite und kurbeln die Wirtschaft wieder an. Und hinzu kommt noch, dass sinkende Zinsen Aktien dann als Anlage attraktiver machen. Ja, und noch ein Faktor sorgt für Rückenwind, der Hype an der Wall Street um die künstliche Intelligenz. Von ihr versprechen sich die Unternehmen dann nämlich eine höhere Produktivität. Dankeschön nach Frankfurt, Sina. Und jetzt die Nachrichten, Heinz. Die jüngsten Ereignisse in Gaza, die schlagen wieder hohe Wellen. Ja, es ist weiterhin unklar, was in Gaza-Stadt dazu geführt hat, dass bei der Ankunft eines Hilfskonvois viele Menschen ums Leben gekommen sind. Die Hamas spricht von mehr als 100 Toten. Die UN, die USA und auch Bundesaußenministerin Baerbock forderten, den Vorfall genau aufzuklären. Die USA haben am Abend zusätzliche humanitäre Hilfe für die Menschen in Gaza zugesagt. Präsident Biden kündigte während eines Treffens mit Italiens Ministerpräsidentin Meloni unter anderem an, dass sich die USA am Abwurf von Hilfsgütern aus der Luft beteiligen werden. Etliche Kommunen haben bereits Bezahlkarten für Asylbewerber eingeführt. Jetzt soll es einen bundesgesetzlichen Rahmen dafür geben. Eine entsprechende Regelung hat das Bundeskabinett auf den Weg gebracht. Ein Teil der staatlichen Leistungen soll künftig auf der Bezahlkarte bereitgestellt werden. Und das soll verhindern, dass Asylbewerber Geld an Schlepper geben oder in ihre Herkunftsländer überweisen. Im niedersächsischen Landkreis Rothenburg-Wümme soll ein Bundeswehrsoldat insgesamt 4 Menschen erschossen haben. Unter den Toten sei auch ein Kind, so die Staatsanwaltschaft Verden. Die Tatorte liegen in den Gemeinden Schesel und Brockel. Der Verdächtige stellte sich kurz nach den Taten und wurde festgenommen. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Nach ersten Ermittlungen könnte das Motiv im familiären Bereich liegen. Die Polizei ist mit einer groß angelegten Durchsuchungsaktion in mehreren Bundesländern gegen die größte deutschsprachige kriminelle Onlinehandelsplattform Crime Market vorgegangen. 6 Personen wurden festgenommen, darunter der mutmaßliche Betreiber. Die Seite wurde geschlossen. Dort waren kriminelle Dienstleistungen wie Geldwäsche oder Anleitungen zu schweren Straftaten angeboten. In der EU sollen Fluggesellschaften künftig bestimmte Passagierdaten mit den nationalen Behörden teilen. Darauf haben sich Unterhändler des EU-Parlaments und der Mitgliedstaaten geeinigt. Ziel ist die bessere Bekämpfung von Terrorismus und schwerer Kriminalität. Nach den neuen Regeln müssen unter anderem Fluggastdaten wie Name, Geburtsdatum oder Staatsangehörigkeit vor Abflug an die Behörden am Ankunftsort übermittelt werden. Grundsätzlich sind zunächst nur Flüge betroffen, die außerhalb der EU starten.
Mit der Mobilität ist das in Deutschland ja derzeit so eine Sache. Bei der Bahn drohen neue Streiks, nachdem die Lokführer die laufenden Verhandlungen gestern platzen ließen. Und im öffentlichen Nahverkehr war heute Großkampftag. In mehr als 70 Städten und 40 Landkreisen blieben Busse, Straßen und U-Bahnen stehen. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu den Streiks aufgerufen und tat sich dabei zusammen mit den Klimaschützern von Fridays for Future. Tenor, wer die Mobilitätswende will, muss auch für gute Arbeitsbedingungen sorgen. Anlass für uns, einmal näher hinzusehen, wie es in deutschen Städten eigentlich so steht mit der Verkehrswende. Welche Konzepte gibt es? Geht das voran? Morlin Ilau hat nachgefragt in Hannover, Hamburg und Karlsruhe. Immer mehr Menschen wollen stadtnah wohnen, doch der öffentliche Raum ist knapp. Viele Flächen werden von Autos beansprucht, die nehmen Platz weg. Hier könnten auch Grünanlagen und Treffpunkte entstehen, eigentlich das, was die Lebensqualität einer Stadt ausmacht. Karlsruhe ist da schon recht weit beim Tüfteln an der Verkehrswende. Hier haben sie mit Experten und Verkehrsbetrieben zusammen eine Mobilitäts-App entwickelt, die in Echtzeit Alternativen zum Auto anbietet. Über Regio-Move kann man verschiedene Verkehrsträger und Mobilitätsanbieter planen, buchen und auch abrechnen. Und das ist eigentlich etwas, was in Deutschland nur wenige Apps können. Ob E-Roller, Bahn oder Leihrad, die Mobilitäts-App könnte den Weg durch den Verkehr der Zukunft weisen. Viele Städte arbeiten bereits an solchen Konzepten, doch insgesamt kommt die Verkehrswende in Deutschland nur schleppend in die Gänge. In Deutschland scheint es so, als hätten wir Angst vor den Veränderungen. Also wir fokussieren sehr stark auf die Verkehrsmittel, spielen die gegeneinander so ein bisschen auf. Wir erzeugen sehr gerne das Bild, da möchte dir jemand was wegnehmen. Ja, also du darfst kein Auto mehr fahren. Der Jungfernstieg in Hamburg City. In 20 Jahren soll Hamburg autoarm, attraktiv für Fußgänger und Fahrradfahrer sein. Mehr Bäume, mehr Bänke, verkehrsberuhigte Zonen, so die Vision, die er vorangetrieben hat. Der grüne Verkehrssenator Agnes Tjax hat einen ambitionierten Plan. Der Hamburger Senat hat grünes Licht gegeben. In wenigen Tagen beginnt die finale Phase des großen Umbaus im Herzen der Stadt. Der berühmte Jungfernstieg soll dann gänzlich für Autos gesperrt werden. Das Tolle ist, wir bauen das weitestgehend in Konsens um. Es hat am Anfang Diskussionen gegeben, aber diese Diskussionen sind befriedet. Wir haben mit vielen Leuten geredet und wir kommen jetzt gemeinsam voran und sind gemeinsam der Überzeugung, dass wir was Besseres für Hamburg schaffen. Hamburg mittendrin in der Mobilitätswende. Doch wie schwierig die Umsetzung solcher Projekte werden kann, hat Stadtplaner Julian Petrin selbst erlebt. In Hamburg-Altona wurden 2 Verkehrsstraßen kurzerhand zur Flaniermeile. Dieses Projekt war umstritten, musste abgebrochen werden. Von wunderschönen Momenten bis hin zu wirklich hässlichen Momenten, wo sich Leute auch anschrien, wo Leute gesagt haben, oh, euer Verkehrsversuch interessiert mich nicht, ich fahre hier trotzdem rein. Also man merkt, die Reaktionsspannbreite ist einfach extrem hoch. Man braucht unheimlich viel psychologisches Feingespür. Hannover zählt zu den staureichsten Städten Deutschlands. Autofahrer brauchen in der Landeshauptstadt gute Nerven und jede Menge Zeit. Tendenz steigend. Das ist nicht besonders schön für ihn. Belet Onay, der grüne Oberbürgermeister, wollte viel für seine Stadt. Hannover sollte bis 2030 fast autofrei werden. Doch Onay scheiterte mit dem Konzept. Sogar die Koalition im Rat zwischen SPD und Grünen ging zu Bruch. Das ist so ein bisschen natürlich eine Ambivalenz. Also wir müssen sprechen, wir müssen diskutieren. Beteiligung ist sehr, sehr wichtig, das haben wir auch gemacht. Aber Politik muss dann irgendwann auch entscheiden. Verkehrskonzepte brauchen lange in der Umsetzung. Politik ist kurzfristig. Kopenhagen, das leuchtende Beispiel für eine gelungene Verkehrswende, brauchte mehr als 20 Jahre, um dorthin zu kommen, wo sie heute sind. Im Iran fanden heute die Wahlen fürs Parlament und den sogenannten Expertenrat statt. Wobei von Wahlen im eigentlichen Sinne kann dabei natürlich keine Rede sein. Es gibt keine Opposition, die man wählen könnte. Bestenfalls kann man sich bei einzelnen Kandidaten für das vermeintlich kleinere Übel entscheiden oder gar nicht erst zur Wahl gehen. Das wird die eigentlich interessante Frage, wie viele Iranerinnen und Iraner diese Wahl boykottieren werden. Es sind jedenfalls die ersten seit dem Tod der jungen Mahsa Amini im Herbst 2022 und der darauffolgenden Protestwelle, auf die das Mullah-Regime mit extremer Brutalität reagierte. Für Begar ist für uns in Teheran.
Die Disqualifizierung kam per SMS. Als Kambis Mehdi Sadeh seine Kandidatur für die Parlamentswahl anmeldete, habe der erzkonservative Wächterrat ihm 6 Fragen gestellt, erzählt er. Unter anderem seine Haltung zum Atomabkommen abgeklopft und ihn dann zusammen mit etwa 5000 anderen Bewerbern aussortiert. Dadurch gehe dem System viel Fachwissen verloren, meint er. Wir müssen die Experten und Fachleute zulassen, weil das Parlament ein Ort für Experten ist. Es sollte auf das Volk eingehen. Das Parlament ist kein Ort, um sich auszuruhen. Inzwischen dominieren eine seit Jahren andauernde Wirtschaftskrise und die damit verbundenen steigenden Preise den Alltag vieler Iranerinnen und Iraner. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt Berichten zufolge bei rund 20%. Die Themen Jugend, Wirtschaft und Rentner sollten angegangen werden. Wenn das gelöst wäre, hätten wir ein tolles Land. Ich weiß nicht, ob ich wählen soll. Es ist unwahrscheinlich, einen Repräsentanten zu finden, der effizient, kompetent und angemessen ist. Mohammed Ali Abtahi ist ehemaliger Vizepräsident der Islamischen Republik, bloggender Kleriker, Verfechter von Reformen. Unsere Jugend denkt wie die Jugend auf der ganzen Welt. Aber unsere Behörden denken immer noch so wie in der Zeit vor der modernen Kommunikation. Das hat eine Kluft zwischen dem System und der Gesellschaft verursacht und diese Kluft wird immer breiter. Viele Beobachter sehen die Wahlbeteiligung daher als Stimmungsbarometer. Irans Staatsoberhaupt fordert beim Urnengang noch einmal zur Teilnahme auf. Heute richten sich die Augen aller gewichtigen politischen Positionen auf euch. Sowohl die unserer Freunde als auch die derjenigen, die uns Schlechtes wünschen. Mehr als 15.000 Kandidaten stehen zur Wahl. Reformpolitiker oder Regierungskritiker sind kaum darunter. Oppositionelle und Aktivisten haben zum Boykott der Wahlen aufgerufen. Obwohl er selbst nicht antreten durfte, ist Mehdi Sadeh wählen gegangen, in der Hoffnung, dass seine Stimme einen Unterschied macht. Wenn nur ein einziger Hardliner es nicht ins Parlament schafft, können wir dankbar sein. Mehrfach werden im Laufe des Tages die Öffnungszeiten der Wahllokale verlängert. Ein paar Stunden mehr, in denen die Menschen im Iran ihre Stimme abgeben können bzw. abgeben sollen. Und jetzt geht's beim Heinz-Wolf auch mal weiter mit Sport. Und einem Ergebnis aus der Fußball-Bundesliga. Da hat am Abend der 24. Spieltag begonnen mit der Partie SC Freiburg gegen Bayern München. Endstand 2:2 unentschieden. Bei der Hallenleichtathletik-Weltmeisterschaft in Glasgow gab es für das deutsche Team heute überraschend eine Silbermedaille. Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye hat sie gewonnen. Gold ging an die Kanadierin Sarah Mitten. Skispringer Andreas Wellinger hat im finnischen Lahti beim Weltcup-Springen von der Großschanze den 2. Platz belegt. Der 28-Jährige aus Ruhpolding musste sich bei schwierigen Windbedingungen nach Sprüngen auf 129,5 Meter und 126,5 Meter nur dem Slowenen Lovro Kos geschlagen geben. Dritter wurde der Japaner Ryo Kobayashi. Das war's von uns. Weiter geht's gleich mit der Heute-Show. Auf Wiedersehen. Tschüss. Guten Abend. Zwischen einem Hoch im Osten und einem Tief im Westen kommt bei uns die Strömung aus Südost oder Südwest. Und dieses kleine Tief über dem zentralen Mittelmeer, das zieht morgen weiter ostwärts und löst sich dabei auf. Für uns in Deutschland bedeutet das eher ruhiges Wetter. Heute Nacht allerdings kann es hier im Osten etwas regnen. Auch westlich des Rheins sind einige Regentropfen nicht ganz ausgeschlossen. Sonst wird es zwischen der Küste und dem Bodensee trocken sein, zum Teil auch klar, und dann bildet sich Nebel. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 0 Grad und am kältesten wird es auf der Schwäbischen Alb. Und morgen liegen die Höchsttemperaturen zwischen 9 Grad Richtung Eifel und 16 Grad am Mittel- und am Oberrhein. Und der Regen der Nacht wird immer weniger werden. Am längsten regnet es morgen hier noch in Brandenburg oder auch in Vorpommern. Und zum Abend kann es dann noch westlich des Rheins wieder einige Schauer geben. Sonst wird das ein freundlicher Samstag. Sonne und Wolken wechseln sich ab, meist bei Südwind. Und dann kommt der Sonntag. Und da
passiert Interessantes, denn dieses kräftige Tief hier über dem Ärmelkanal zieht ein bisschen weiter nach Westen. Dafür kommt ein kleines Tief hier wieder am zentralen Mittelmeer an und das hat es in sich. Das bringt sehr viel Regen und auch Schnee mit. Zwischen dem Wallis und dem Gotthard sind 2 bis 3 Meter Neuschnee bis Sonntagabend möglich. Die neue Woche startet dann deutlich ruhiger und nicht mehr so mild. Guten Abend.